Hallo ihr lieben Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, heute geht es wieder an ein Bild auf einem Aquarellkarton und ich habe mir nochmal was Florales vorgenommen, diesmal mehrere Techniken miteinander zu kombinieren. Ich grundiere zunächst mit einem matten Acrylbinder, um das Papier vor meinen Anwendungen zu schützen. Ich muss mich entschuldigen für die etwas schlechtere Bildqualität jetzt am Anfang. Ich hatte eine andere Einstellung gewählt. Kameraeinstellung ist nicht ganz korrekt. Das wird sich aber im Laufe des Videos verbessern. Ich habe es dann korrigiert. Ich habe mir nochmal etwas Acrylbinder auf meine kleine Tellerpalette getan und reiße nun aus einer Zeitung 3 verschiedene, das heißt recht ähnliche Formen aus, aber sie unterscheiden sich in der Größe. Eine ganz große, eine mittelgroße und eine kleine. Und die kleine werde ich nachher ganz oben hinkleben. Das ist dann die in der Ferne. Zunächst mal sind es nur Formen. Vielleicht wird es noch was anderes im Laufe des Malens. Diese Formen klebe ich einfach auf und habe somit einen Anfang gemacht. Im Anschluss muss das Bild erstmal gut trocknen. Hier geht es schon weiter. Ich habe diesmal nur 3 verschiedene Farben plus Weiß, später auch noch ein bisschen Schwarz. Das sind eigentlich die Grundfarben Cyan, Magenta und Primärgelb. Und diese trage ich erst einmal sehr frei und intuitiv auf mit einem Spachtel. Überlagere sie auch, streiche über die aufgeklebten Formen und lass einfach meine Kreativität frei fließen. Hier vermische ich das Magenta nochmal mit etwas Weiß und bringe noch etwas frische Farbe, etwas Pastelliges hinein. Ich arbeite wirklich frei und intuitiv und überlege nicht groß, was jetzt was darstellen soll. Das Bild soll im Endeffekt auch eher abstrakt sein und nur so einen Hauch von Floral haben.
Worauf ich jetzt eigentlich nur achte, ist ein bisschen auf die Ausgewogenheit der Farbverteilung und dass es mir einfach gut gefällt, so von den Farben. Nachdem alles gut getrocknet ist, gebe ich nochmal eine Schicht Acrylbinder drauf. Ihr seht, ich bin da nicht sparsam. Damit versiegle ich erstmal diese Flächen und diese Farben, weil ich gleich eine Schabetechnik anwenden möchte. Auch für diese Technik brauche ich eigentlich nur die 3 Grundfarben, die ich eben schon hatte. Die mische ich und dann ergibt das einen gebrochenen Farbton, der auch recht dunkel wird. Diesen vermische ich dann nochmal mit etwas Kleister oder auch Retarder. Ich nehme hier fertige Retarder. Ihr könnt aber auch Tapetenkleister nehmen. Das hält die Farbe länger feucht und ich kann meine Schabe- oder Kratztechnik dann besser anwenden. Ich sprühe noch mal ein bisschen Wasser auf, damit es sich leichter verteilen lässt und auch damit es nicht so schnell trocknet. Und das kommt über das ganze Bild. Und das dämpft diese etwas sehr bunten und gesättigten Farben, sodass das Bild nachher nicht so schreiend bunt ist. Nun kommt erst einmal eine Folientechnik. Genau, das hatte ich vergessen. Die Folie wird draufgelegt und ich kann sie auch gleich wieder abziehen und das entsprechende Muster ist sofort zu sehen. An einigen Stellen übermale ich das Muster nochmal mit dieser Retarder Farbmischung. Und nun nehme ich meinen Spachtel und kann dort den Untergrund wieder freikratzen. Es kommen wieder hellere Farben zum Vorschein, dort wo was Helles drunter liegt. Und ich arbeite jetzt blattartige Strukturen mit meinem Spachtel. Das wird jetzt ganz gründlich getrocknet. Nach dem Trocknen ziehe ich schon mal den Rand ab. Dann kann ich das Bild besser beurteilen und kann es auch bei der Bearbeitung besser drehen. Man könnte jetzt sagen, das Bild ist an dieser Stelle fertig. Es ist sehr abstrakt, aber hat auch eine schöne Wirkung. Ich werde aber im Folgenden noch weiterarbeiten und zwar mit der Negativtechnik.
Hier seht ihr die vielfältigen Strukturen. Man kann auch noch die Zeitung etwas erkennen und etwas Schrift. Das ist sehr viel Struktur, aber durch diesen Auftrag der gemischten, gedämpften Farben ist es nicht zu viel. Mit einem feuchten Babytuch wische ich jetzt dort, wo die Farbe des Untergrunds noch mal weiter leuchtender hervorkommen soll, diese Übermalung, die letzte Übermalung weg. Und das geht auch ganz gut, wenn ich das Tuch relativ feucht habe und wenn ich etwas länger über eine Stelle reibe. Nachdem ich das gemacht habe, beginne ich jetzt mit der Negativmalerei. Ich verwende, wie gesagt, immer noch die gleichen Farben und mische mir einfach verschiedene Töne mit Weiß oder ohne Weiß, die ich jetzt auftrage. Und ihr könnt mir dabei einfach zusehen. Durch die weißen Partien, die ich jetzt eingefügt habe, bekomme ich ein bisschen Beruhigung ins Bild und auch eine Tiefe. Das heißt, ich habe einen Hintergrund, der jetzt hell ist. Jetzt geht es darum, einfach das Finish zu machen, das heißt, das ganze Bild in den Blick zu nehmen und immer wieder zu schauen, wo braucht es mehr Kontraste, wo muss ich Formen noch deutlicher voneinander abgrenzen, wie ist die Bewegung im Bild. Das ist eigentlich eine meiner liebsten Phasen.
Ja, das Bild ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Vielleicht inspiriert es euch wieder, einfach mal wieder experimentell anzufangen und mal zu schauen, wie weit ihr es treiben wollt mit der Ausmalerei. Und wie ihr seht, braucht man gar nicht viele Farben, um so viele Farbtöne zu bekommen. Manchmal ist es besser, man beschränkt sich in irgendeiner Form, in diesem Fall mit den Farben, um eigentlich noch mehr Möglichkeiten zu entdecken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen, beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!